Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Hier ist wieder der Michael und jetzt legen wir los mit einem Thema aus dem Bereich Promotion. Heute zeigen wir euch, wie ihr unseren Varitron an unser Prozessleitsystem, die Jumo Smartware SCADA, anbinden könnt und so ganz einfach den Sprung auf die nächste Schicht der Automatisierungsebene mit einer Jumo-Lösung schafft. Los geht's! Ja, dann sind wir wieder live hier im System und auch heute habe ich mir wiederum Verstärkung mitgebracht. Bei uns ist wieder der Felix. Hallo Felix. Hallo Michael. Ja, wie ich schon angeteasert habe, das heutige Thema Anbindung Jumo Varitron an die Smartware SCADA. An der Stelle möchte ich darauf verweisen, wir haben ja bereits ein Video zu Jumo Cloud hier auf YouTube hochgeladen. Das hier wird ein Ergänzungsvideo sein, da wir ein Cloud-SCADA-System haben. Die beiden Jumo-Produkte basieren auf derselben Plattform, deswegen machen wir das heute nicht in dieser Ausführlichkeit wie bei der Jumo Cloud und gehen mehr auf die Unterschiede ein. Ein paar Unterschiede rein von dem Produkt her, die kann ich an der Stelle schon mal benennen. Es gibt natürlich viele kleinere Unterschiede, aber hauptsächlich unterscheiden sich Jumo Cloud und Jumo Smartware SCADA darin, dass die Jumo Cloud in einem Rechenzentrum gehostet ist. Die Smartware SCADA, die läuft beim Kunden oder bei Ihnen letztendlich auf dem Server und ist in dem Intranet erreichbar. Die Jumo Cloud natürlich weltweiter Zugriff über das Internet. Ja, was ist unser heutiges Ziel? Wir möchten auch hier wieder zeigen, wie wir Prozesswerte von unserem Jumo Varitron dann letztendlich in die Jumo Smartware SCADA bekommen als übergeordnetes Prozessleitsystem. Wie sehen die ersten Schritte aus? Wir sehen hier, wir haben eine andere URL, die sehen wir hier oben. Genau, der Felix zeigt das gerade mal, jumo-smartware-scada.jumo.net. Dann sieht es auch hier so aus, dass wir uns nun anmelden müssen. Das passiert wieder über die E-Mail-Adresse und das individuelle Passwort. Und wenn das erfolgreich funktioniert hat, sehen wir unsere SCADA-Oberfläche hier. Ja, wie jetzt die nächsten Schritte im Detail aussehen, damit die Prozesswerte hier letztendlich auf dem Server und in der Smartware SCADA landen, das zeigt uns der Felix jetzt im Detail. Ich gebe wieder rüber. Ja, Michael, wir sehen hier ein Dashboard, das ist einfach nur ein Beispielprojekt. Da gibt es das Jumo Deutschland und an dem wollen wir das SCADA ein bisschen näher erläutern. Hier gibt es wieder wie bei der Jumo Cloud Dashboards und Konfigurationen. Wenn man natürlich die Berechtigung hat, kann man Konfigurationen machen. Hier ist wieder eigentlich wie in der Jumo Cloud. Gibt es wieder dieselben Widgets, das heißt Signal, Datenquelle, Datenverbindungen. Und jetzt kann man in der Datenquelle wieder wie bei der Cloud eine Verbindung herstellen zum Varitron 500. Diesmal ist es bei der Smartware SCADA gibt es zwei Unterschiede. Man kann jetzt das Edge Gateway vom Varitron 500 nehmen, um Daten in die SCADA zu senden. Ein anderer Weg ist, dass man den Gateway in dem Server verwendet. Das heißt, man sendet einfach eine Verbindung vom Varitron 500, normale IP-Adressenverbindung zum Server. Hier ist integriert ein Gateway, der dann die Daten zum Smartware SCADA sendet. Ja, die Unterschiede sind hier zu sehen. Einmal gibt es das ist jetzt einfach nur so von der Begrifflichkeit, das ist jetzt zum Beispiel über Varitron 500 gelöst und einmal über das es heißt jetzt IoT Gateway, wird jetzt einfach nur bezeichnet, ist aber einfach nur ein Gateway in einem Server. Und man sieht jetzt einfach nur
dasselbe wie beim Cloud. Es ist jetzt, wenn man speichert, bekommt man dann ein Gerät-ID und ein Passwort. Und das muss man jetzt jeweils, wenn man es über Varitron 500 macht, im Varitron 500 eintragen. Hierzu muss man noch Einstellungen bezüglich MQTT einstellen. Und im Server ist dieses Passwort ebenfalls dann einzutragen. Das ist dann eben in der IT-Welt erforderlich. Nachdem man die Datenquelle angelegt hat, muss man jetzt noch eine Datenverbindung erstellen. Dies macht man jetzt hier, wenn man rausgeht, unter der Datenverbindung. Kann man jetzt eine neue anlegen und je nachdem, was man nimmt, jetzt wieder OPC-UA, sage ich mal, als Quelle, dann schreiben wir OPC-UA, Beschreibung Test und der Pfad muss hinzugefügt werden. Und jetzt als Typ hat man hier OPC-UA und hier trägt man die URL wiederum ein. Hier kann man, wenn man jetzt über den Varitron 500 das Edge Gateway nimmt, dann kann man Localhost nehmen. Wenn jetzt der Gateway, aber man kann auch hier eine feste IP-Adresse einstellen. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel nicht über den Varitron, sondern man nimmt den Server als Edge Gateway. Dann ist es eher sinnvoll, eine feste IP-Adresse, die feste IP-Adresse des Varitron 500 oder des Gateways zu nehmen. Und hier speichern und dann hat man die Daten gespeichert. Und man sieht jetzt auch, wenn man jetzt die Verbindung von dem Engineering, also vom vorhandenen, da ist jetzt hier auch eine feste IP-Adresse hinterlegt. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, wie sehen die nächsten Schritte aus? Eine Verbindung haben wir schon. Wir wollen wiederum ein Signal in unserer Varitron 500 erstellen. Da machen wir wieder das Signal, dass wir es wieder per Dreieck hochzählen lassen. Und dies wollen wir dann in der SCADA visualisieren. So, um die Einstellung jetzt zu machen, gehen wir jetzt in das Setup. Und in dem Setup können wir jetzt wieder Codesys öffnen. Nachdem Codesys gestartet ist, kann man jetzt eine Variable anlegen, die wir simulieren möchten. Hierzu haben wir das Programm PLC-PRG-Simo, also habe ich angelegt, und wir lassen folgenden Code ablaufen, der einfach von 0 bis 200 hochzählt und dann bei 200 wieder auf 0 geht, also ein Rechtecksignal. Dieses nehmen wir als Datentyp Real. Und diesen Wert möchten wir jetzt auch noch per OPC-UA hochschicken. Das heißt, wir gehen in die Symbolkonfiguration. Diese ist dafür da, um die OPC-UA-Daten in die SCADA zu schicken. Dies ist nicht immer da. Wenn sie jetzt vorher nicht da sein sollte, dann muss man über Applikation, Rechtsklick und Add Object kann man hier die Symbolkonfiguration auswählen. Hier haben wir es jetzt schon drin. Wir gehen in den PLG-Simo und hier können wir den Air-Value-Test auswählen. Somit ist er jetzt bereit für die OPC-UA-Kommunikation. Das müssen wir jetzt noch in diesem Symbolkonfiguration übersetzen. Und wenn dies durchgeführt wurde, kann man das Programm auf das Varitron 500 laden. Genau, jetzt ist die fertig übersetzt in der Symbolkonfiguration. Und jetzt muss die komplette Steuerung, das komplette Programm in die Steuerung geladen werden. Nachdem das Programm in das Varitron 500 geladen wurde, kann man jetzt auf die SCADA Software bzw. auf die SCADA Seite, und hier ist jetzt unter Signal, kann man jetzt die Signale auswählen.
Hier sind schon 6 Signale angewählt oder angewählt. Jetzt kann man noch eins hinzufügen. Hierzu sagen wir, die Variable ist eine Testvariable. Diese ist ein analoger Eingang. Und als Datenquelle wird hier das IoT Gateway genommen. Das ist dann vom OBC-UA Varitron 500. Und hier kann man jetzt die Variable auswählen. Geht man hier eins weiter, Applikation. Hier sind die Programme. Und hier ist das PLC PRG SIMU. Hier haben wir den Wert, den wir uns definiert haben. Die kann man jetzt auswählen, bestätigen. Und in den Signaleinstellungen können wir sagen, Maximal- und Min- und Maxwert. Wir sagen jetzt Maxwert von 200 zum Beispiel und eine Einheit von Grad Celsius. Das können wir speichern. Jetzt müssen wir diese Information, die wir hier im SCADA eingestellt haben, runter in den Server importieren, dass der Bescheid weiß, was wir da angepasst haben. Wir gehen in den IoT Gateway, gehen unter Interaktion und sagen Konfiguration senden. Nach der Konfiguration können wir jetzt ins Dashboard gehen, um den Wert anzuzeigen. Hierzu gehen wir jetzt auf den Button rechts oben, das Dashboard. Und können jetzt hier unter Bearbeiten einen weiteren Slider hinzufügen. Den nehmen wir hier. Wir sagen, es ist ein Einzelsignal. Beschriftung auch die Testvariable. Weiterhin gehen wir an die Datenauswahl. Signal auswählen. Hier können wir die Testvariable wählen. Und diese können wir jetzt speichern. Und speichern. So, jetzt sehen wir, wie der Wert angezeigt wird. Okay, dann vielen lieben Dank an der Stelle schon mal an dich, Felix. Ja, ich will es auch hier nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, die meisten Schritte sind wirklich sehr deckungsgleich mit denen, die wir für die Jumo Cloud machen müssen, da es eben ein Cloud-SCADA-System ist, das auf derselben Plattform aufsitzt. Aber wir sind auch hier so vorgegangen. Wir haben erst die Datenquelle ausgewählt. In dem Fall war das hier der Server, was eben auch typisch und klassisch für eine SCADA-Anwendung bzw. ein Prozessleitsystem ist. Im nächsten Schritt sind wir wieder in die Codesys und haben einen Prozesswert unserer Symbolkonfiguration, also dem OPC-UA-Server, hinzugefügt. Und im nächsten Schritt, der dann angestanden hat, haben wir das Signal ausgewählt, wiederum in der SCADA-Welt, und haben dieses, wie der Felix eben gezeigt und gesagt hat, auch noch visualisiert, um letztendlich eine Kontrolle mit einzubinden. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen oben da lassen. Wir freuen uns schon wieder aufs nächste Mal, wenn wir euch neue, tolle, spannende Inhalte zeigen können. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und ciao. Ciao.